Ja, hallo, hier ist wieder euer Olli Schmidt von Schmidt Maschinentechnik. Heute will ich euch mal was über unseren genialen 45 TR von Eurocomach sagen. Das ist ein 4,5 Tonnen Bagger mit Verstellausleger. Auch wieder mal einzigartig weltweit. Jetzt ist das zwar nur in Anführungsstrichen ein 4,5 Tonnen Bagger, aber ich werde euch gleich noch beweisen, dass der eine 1,8 Tonnen schwere Palette mit Pflaster heben kann. Und das aufgrund des Verstellauslegers. Dazu werde ich euch auch in der Kabine die Drücke anzeigen, die dabei entstehen, dass man mal sieht, was da wie möglich ist. Aber zuerst machen wir mal einen Rundgang um die Maschine. Da zeige ich euch mal alles. Also das ist eigentlich der kleine Bruder vom 65er. Der kann alles, was der 65er auch kann. Der ist halt eben nur kompakter. Ich habe mir hier mal das Datenblatt ausgedruckt, weil alles merken kann ich mir auch nicht, damit ich das ja, euch mal so ein bisschen erzählen kann. Also der ist 1,75 Meter breit, hat eine maximale Reichweite von fast 6 Metern mit dem Ausleger und eine maximale Grabtiefe von 3,23 Meter, beziehungsweise mit langem Löffelstiel, der allerdings nicht zu empfehlen ist, meines Erachtens von 3,48 Meter. Das sind mal so die Eckdaten. Hat einen Kubota-Motor mit 43 PS und die Pumpe leistet 107 Liter und die Pumpe für die Vorsteuerung 22 Liter. Hat vorne an AUX 1,60 Liter anliegen. Und das Ganze bei 200 Bar und die Maschine insgesamt hat 280 Bar. Das ist eigentlich schon alles, was man so wissen muss. Den Rest sieht man in der Praxis. Da haben wir hier erstmal eine Wartungsklappe, sehr schön für die, apropos Wartung, der kann natürlich auch wie fast alle Eurocomach-Bagger die Kabine klappen nach vorne. Hier haben wir 3 Messanschlüsse für die Drücke, ist bei der Wartung sehr schön. Ein Hauptdruck bis 280 Bar, hier der Verstelldruck bis ungefähr, also der Vorsteuerdruck von 40 Bar und hier kann man auch den Load Sensing Druck, also den Druck ablesen, mit dem die Pumpe angesteuert wird, um zu verschwenken, je nach Bedarf. Ihr merkt schon, ich rede mittlerweile ein bisschen schneller, damit das nicht ewig dauert mit den Videos. Und dann haben wir hier auch wieder eine Klappe, genau wie beim 65er gehalten. Dann haben wir hier die Fuel Pump auf Englisch, Dieselbetankungspumpe. Hier haben wir das Hydrauliköl drin. Hier ist der Tank, also zum Nachkippen. Immer darauf achten, wenn ich hiermit tanke, den Deckel aufschrauben, damit es keine Drücke gibt, die irgendwo hin müssen und dann was kaputt machen. Den Bagger, den wir hier noch zu verkaufen haben, hat ein schweres Heckgewicht verbaut, weil das braucht man schon, finde ich. Dann haben wir hier die Wartungsklappe für den Motor, Luftfilter. Hier könnt ihr Motoröl messen, auch sehr schön zugänglich. Dann hat er alle möglichen NATO-Knochen zum Resetten von der Elektrik. Hier sitzt die Stage 5 Abgasentsorgung. Alles sehr kompakt gebaut, muss ja auch so sein beim Nullheckbagger. Hier haben wir auch noch eine schöne Klappe, um den Kühler mal frei zu blasen. Wer Spaß dran hat, also ich habe es bis jetzt noch nicht gebraucht, aber so. Und hier, das ist auch sehr schön gelöst, wie bei allen Eurocomach-Baggern. Da hat man mal 2, 3 Schrauben, die man von außen sieht. Und mir als Monteur ist das völlig egal. Zack, 15er Nuss, zack, zack. Ist das alles ab, alles frei zugänglich. Da muss ich nicht hier so hintenrum irgendwelche Schrauben losschrauben. Ist ja ein Bagger und kein Ferrari. Wenn er von der Leistung auch eher ein Ferrari ist. So, das war eigentlich jetzt mal ein ganz schneller Rundgang. Hier oben sitzt die Klimaanlage, die der Bagger auch hat. Auch optional, aber unser Bagger, den wir hier so, die wir einkaufen, die haben das eigentlich standardmäßig, weil das auch vom Kunden gewünscht wird. Jetzt können wir noch mal hier vorne hingehen. Da kann man noch mal sehen. Da muss man jetzt mal da oben hinschwenken. Also hier hat er eine LED-Scheinwerfer. Dann hat er hier ein schönes Vordach. Das haben auch nicht viele Hersteller, dass es nicht reinregnet, weil die Scheibe hat man ja eh immer offen, gerade wenn es regnet. Weil also ich persönlich habe noch nie mit einem Scheibenwischer angebaggert.
So, und da oben hat er auch, am Ausleger hat er auch LED-Scheinwerfer, macht es also richtig schön hell, wenn es mal dunkel ist. Dann hat unser Bagger 3 Zusatzsteuerkreise, AUX 1, AUX 2, AUX 3, sieht man hier oben. Auf der anderen Seite, da gehen wir jetzt nicht unbedingt nochmal hin, hat er sogar noch einen vierten, nämlich einen drucklosen Rücklauf. Das ist bei sowas hier nicht Serie, aber wir bestellen das mit. Und jetzt will ich euch mal beweisen, dass man mit so einem Verstellauslegerbagger eine ganze Palette Pflaster heben kann, die rundherum schwenken kann und auch noch verfahren. Der ist jetzt nicht in der Lage, will ich mal sagen, so eine Palette Pflaster auf einen Dreiachser zu heben. Irgendwo hört es ja auch mal auf, aber ich kann es immerhin auf der Baustelle verfahren. Ich denke mal, wenn ich 2 Reihen ablese, dann hebt er das auch auf einen hohen LKW drauf. Das liegt halt eben hauptsächlich an der Kraft und an dem Hebel. Das sieht man ja von dem Löffelstiel. Der hat ja nahezu, wenn man den Zylinder da oben sieht, zu dem Bolzen, auf dem der sich dreht, nahezu keinen Hebel. Da kann man auch 280 Bar drauf geben, da passiert nicht mehr viel. Und deswegen die Hauptkraft, die dieser Bagger entwickelt, die hebt er aus diesen 2 Verstellzylindern. Und das zeige ich euch jetzt, weil der Bagger nämlich auch intern seine Drücke anzeigen kann. Also zunächst einmal Start the Engine. Jetzt hebe ich also erstmal an, dass ihr mal seht, dass es wirklich geht. Und zwar fahre ich dafür den Hauptarm komplett an Anschlag, weil dann steht er so senkrecht wie möglich. Und dann den Rest, den mache ich mit dem Verstellausleger, also mit den 2 Zylindern hier. Fahre ich einfach mal langsam hoch. Man sieht schon, also ohne jegliche Mühe. Das hat übrigens auch nichts mit der Druck der Pumpe, der hat auch nichts mit der Drehzahl zu tun. Der Druck baut er immer auf, die Drehzahl ist nur die Geschwindigkeit. Also auch halbwegs im Standgas hebt er das. Und jetzt kann ich das Ganze auch rundherum schwenken. Bin natürlich immer vorsichtig, fahre das so bodennah wie möglich durch die Gegend. Das sollte ja jeder, der auf so einem Gerät sitzt, auch beherzigen. Jetzt sehe ich mal, wie hoch ich das heben kann. Danach ist eigentlich Schluss. Also der Löffelstiel, den betätige ich jetzt mal, da passiert jetzt nichts mehr. Ich kann also jetzt gleichzeitig mit Verstellausleger, irgendwann ist der Winkel so, dass es wieder ein bisschen geht, aber dann ist da auch der Hauptarm und dann ist Feierabend. Weil bei 280 Bar sind 280 Bar. Also ich muss den dann wieder so zurückfahren und dann kann ich mit dem Verstellausleger wieder heben. Jetzt haben wir es übertrieben. Jetzt immer dicht genug bei und dann irgendwann reicht die Kraft wieder aus. Ich kann auch das Schild hochmachen und jetzt kann ich die Palette auch durch die Gegend fahren. Natürlich immer mit der nötigen Vorsicht. Wenn man dann eine abrupte Bewegung macht, dann ist rum. Feierabend. Ja. Da geht man auch schnell mal vorne durch die Kabine durch. Deswegen soll man sich auch immer anschnallen. Also gerade unerfahrene Baggerführer sollten das auf jeden Fall machen. Also auch die Erfahrenen natürlich. So, jetzt kommt doch bitte noch mal hier hin und dass wir mal die Drücke anzeigen können hier in der Kabine. Da auf die Kette mache ich mal ein bisschen Platz. Hier aufs Display. Hier stehen jetzt die Drücke, das ist der Hauptdruck, das ist der Druck für die Vorsteuerung und das ist das Delta P, mit dem die Pumpe den Hauptdruck steuert, also die Ausschwenkung. So, und jetzt ziehe ich mal an dem Hauptarm,
Da kann man sehen, 278 Bar. Und jetzt, da kann man sehen, das ist also Maximum, da geht nicht mehr. Und jetzt jetzt betätige ich mal den Verstellausleger. Oder erstmal den Löffelstiel. So. Der fährt jetzt auch hoch auf 280 Bar, aber da passiert auch nichts mehr. Da ist rum, da geht das Überlastventil auf und dann war es das. Oder ich mache hier mit dem Verstellausleger. Da kann man sehen, sind die Drücke wesentlich niedriger. Warum? Weil ich einen schönen großen Hebel habe. Da hebt er das mit 150 Bar. Also da gehen noch 100 Bar mehr. Das könnte er in der Position noch heben. Aber dann ist selbst bei der senkrechten Position von dem Armzylinder ist da Feierabend. Dann geht er einfach runter, dann geht nichts mehr. Also das ist so die Maximallast, die dieser Bagger hier heben kann. Das war jetzt gegen Endanschlag, dann fährt natürlich alles auf 280 Bar hoch. Ja, das war es jetzt erstmal aus der Kabine hier. Sehr schön auch alles gemacht. Höhenverstellbare Auflagen für die Armflächen, also für die Unterarme. Ja, ich hoffe, mein kleines Filmchen hier über den 45 TR, der noch zu haben ist, auch hier bei uns, hat euch gefallen. Also hier ist auch ein Tiltrotator ohne weiteres dran anschließbar, ohne irgendwelche Elektronik, weil der sämtliche Zusatzkreise hat. Hier der Bagger, das ist ein sehr kompakter, schöner Bagger, den man auch auf dem, sagen wir mal, 12 Tonnen LKW noch gut fahren kann, auch von der Höhe her oder auf dem Abroller. Ja, so, das war es erstmal wieder. Demnächst wieder auf diesem Kanal. Euer Olli Schmidt.